Uiuiui. Ja, hier muss man schon starke Nerven haben, um hier runter zu gucken. Gucken wir lieber in die Ferne, oder? Unser heutiges Reiseziel liegt nämlich hier direkt vor uns. Wir sind am Dreiländerpunkt bei Aachen und hier kommen 3 Länder zusammen. Belgien, Niederlande und Deutschland. Und da kommt mir doch direkt die erste grenzübergreifende Frage. Wer hat eigentlich die Fritten erfunden? Aber natürlich interessiert uns noch so viel mehr. Was verbindet die Menschen in der Grenzregion? Wo gibt's die schönsten Geschichten und die faszinierendsten Naturoasen? Das ist eben so toll an der Kaiserstadt Aachen. Belgien und die Niederlande sind ganz nah. Wir fahren mit dem Rad nach Maastricht und mit dem Kanu auf der Maas. Wir entdecken die Stadt Lüttich, ein Museum für Energie und einen Pferdehof für Kinder mit ganz besonderen Pferden. Es wird spektakulär auf einer der längsten Treppen Belgiens. Und atemberaubend 40 Meter unter der Erde. Uns erwartet die ein oder andere Mutprobe und eine Fahrt mit einem echten Kultauto. Kommen Sie mit, machen Sie mit uns Urlaub rund um Aachen. Wir starten auf der Höveland-Viez-Route. Das ist ein 41 Kilometer langer Radweg, der vom Pfalzer Berg bei Aachen bis ins niederländische Maastricht führt. Bei einem Schlenker über Valkenburg geht's dann in die Unterwelt. Bergauf in die Niederlanden. Wer hätte das gedacht? Also mit so viel berghoch habe ich jetzt hier in den Niederlanden nicht gerechnet, muss ich zugeben. Zum Glück habe ich einen Motor dabei, aber man merkt das schon in den Beinen jetzt so langsam. Kurzer Zwischenstopp. Ich muss einmal auftanken. Das Restaurant Der Hechelnde Hirsch liegt mitten in einem Waldgebiet auf 260 Meter. Guck mal hier. Das ist ja blöd. Alle essen dir hier was vor, ne? So. Wenn du mir jetzt noch ein Bier bringen könntest, das wäre natürlich genial. Das mit dem Bier übernimmt dann doch lieber die Chefin persönlich. Dankeschön. Danke, Unser eigenes Bier. Cheers. Cheers. Ja. Ist das niederländisches Bier oder? Nee, es ist belgisch. Belgisches das wird für uns gemacht, gerade über die Grenze in Belgien. Okay. So eine Viertelstunde von hier. Wenn du sagst für uns, ist das dein Laden hier? Ja. Ja? Ja. Ich habe das jetzt ein Jahr übergenommen von meinen Eltern. Ja. Meine Eltern sind hier angefangen, 21 Jahre Okay. vorher. Ja. Und die haben das vom Grund das hier gemacht. Und du warst dann immer als Kind auch hier schon Ich war unterwegs? immer als Kind hier unterwegs. Das war mein Playground, Ja. also mein Spielgarten. War immer toll. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn man hier als Kind direkt im Wald, du hast ja alle Möglichkeiten hier Genau. gehabt, ne? Immer smutzig, aber immer Spaß. Ich könnte mir vorstellen, ihr könntet doch eigentlich, wenn ich mal hier so gucke, wie hoch wir hier sind, die höchste Gastronomie der Niederlande fast sein, oder? Das sagen wir auch. Wir Ja. sind die einzige Berghütte der Niederländer. So das, weil da sind nicht noch mehr Berghütte hier in den Niederlanden. Wir sind die einzigen. Und sag mal, eine Frage noch. Erkennst du an den Bestellungen oder erkennst du irgendwie, das ist eine Bestellung vom Deutschen, das ist Pommes. der Pommes? Pommes, Deutscher immer Pommes. Ja. Pommes mit Mayo und weiter nichts. Und dann,
wir haben ja den niederländischen Bitterballen Ja. oder Snacks so aus Fritür. Deutsches machen das immer mit Besteck. So mit, ist es Besteck? Ja, mit Besteck, genau, richtig. Und wir essen das immer Einfach mit so, Hand. okay. Ja, genau. So, dann wissen wir, das sind die Das Deutschen. sind die Deutschen. Das sind Ja, die schön. Deutschen. Super, schön dich kennengelernt zu haben. Ja. Lass uns doch mal anstoßen. Yes, Prost. tschüss. Entstanden ist das Höveland, also das Hügelland, aus den Ausläufern von Eifel und Ardennen. Aber wenn hier nicht die Welt in Ordnung ist, wo denn dann, ne? Was ist das hier? Das ist ein kleines Weingut, ne? Das ist ja wirklich, das ist mir erstaunlich, wo mittlerweile schon Wein funktioniert, oder? Du kannst ein bisschen helfen. Ja, gerne, auf jeden Fall, wenn ich schon da bin, ne? Ist das jetzt hier auch Rotwein? Ist das Rotwein? Das ist für Rotwein. Ja. Das ist Rotwein. Aber ganz ehrlich, das glaubt doch kein Mensch. Zum einen, wenn man mal hier jetzt noch mal einmal zeigt, hier die Berge, man glaubt doch nicht, dass man in den Niederlanden ist. Ja, also, aber zum trotzdem einen- ist es so. Ja, trotzdem ist es so. Und zum Zweiten auch noch, dass hier Rotwein funktioniert. Das hätte ich nie gedacht. Mein Vater hat eigentlich einen Traum immer gehabt, er wollte Rotwein machen. Ja. Und ich habe immer gefragt, warum dann? Und dann hat er gesagt, hey, ich liebe das. Ja, das ist ein gutes Antwort. Ne? Ja, Weil man- gutes Argument, Ja, ja. gutes Argument. So, darum ist er hier mit angefangen, war auch der erste in Niederlande, der Rotwein gemacht hätte. Da sind wir alle bekannt um, aber wir machen mehr Weißwein wie Rotwein. Mhm. Und natürlich auch ganz viel Sekt. Ja, wir haben 140.000 Flaschen pro Jahr. Ja. Aber Rotwein, Weißwein, Rosé und Sekt, so Ja. eigentlich alles. Ich denke, weißt du, das ist immer so schwierig. Jetzt ist die Zeit, in der die zarten Triebe eingeschlaucht werden. Mit ihren Reben gehen die Weinbauern hier sehr behutsam um, setzen auf Nachhaltigkeit ohne Pestizide. Wie könnten wir das machen mit Natur und nicht gegen die Natur in? Und wie machen wir das, dass es auch für die Leute hier in die Nähe auch gut ist? Auch gut zu sehen und auch gut um zu lernen. Ja, ja. Tatsächlich ist die Provinz Limburg eine Weinregion. Niederlande, aus Amsterdam, aus Deventer, aus Aachen. Guck hier, ich sag, der passt hier. Ja, passt der, siehst du? Oder ist der dann zu... Ja, das hast du gut gemacht. Ja? Hast du gut gemacht, Hast du siehst gut du? gemacht. Die Häuser hier auch niedlich, ne? So ein bisschen Freilichtmuseum-Atmosphäre, sag ich mal. Ein paar der Höveland-Gemeinden tragen das Qualitätszeichen Sitta Slow. Das ist ein internationales Netzwerk lebenswerter Orte. Steht für Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Motto: Nimm dir die Zeit, die kleinen Dinge des Lebens zu genießen. Und das machen wir bei einem Abstecher von der Route. Unfassbar viele regionale Produkte gibt's in diesem Restaurant. Ich habe mir das gerade mal hier erklären lassen. Die Halle hier, die gehörte mal zu einem alten Bauernhof. Und hier wurden früher Kartoffeln gelagert. Und wenn man sich heute mal hier umschaut, hier wird so einiges mehr gelagert. Also eigentlich vom Bauernhof zum Schlemmerparadies. Ne? Wer hier nicht satt wird, ist selber schuld. Gleich um die Ecke
Der Besitzer dieses Ladens soll das Eismachen in Italien gelernt haben und experimentierfreudig sein. Hallo, Ich probier's mal. Ich will gerade ein Eis hier. will ich gerade ein Eis? War das richtig? Ja, sicher. Ja, ich hätte gerne ein Eis, habe ich versucht auf Niederländisch zu sagen. Und was möchten Sie gerne haben? Ich mache hier die Höveland-Vizie-Tour. Ja. Ja, mit dem Fahrrad bin ich unterwegs und habe Ja. gehört, man soll hier mal einen Abstecher machen zu euch. Hier gibt es leckeres Eis und das möchte ich jetzt mal testen. Das stimmt. Was ist denn das schwarze Hörnchen da? Das schwarze Hörnchen, das ist gefarbt mit Charcoal. Mit was? Mit Holzkohle. Schafköttel hätte ich jetzt gehört. Holzkohle. Holzkohle? Ja. Echt jetzt? Ja. Ja, ich bin Junge aus dem Ruhrgebiet, aus Deutschland. Ja. Da ist Kohle ist überall, sag ich mal. Ja. Das würde ich gerne mal probieren. Softeis ist immer mit 50% Luft Ja. und wir haben nur 30%. Ich probiere direkt mal, ja? Ja, guten Appetit. Ja, wirklich gut, wirklich lecker. Ja. Aber das ist das, was du sagst. Da ist weniger Luft drin, ne? Ja, Schmeckt weniger mehr nach Luft. Eis. Ja. Ja. Super. Und hier die Sachen, die kann man sich noch drauf machen, oder? Ja, Dann macht ihr doch auch noch eins, dann können wir uns noch kurz ein bisschen raussetzen. ja das Denn dann ist ja gerade keiner da. Ja, perfekt. Dann gehen wir draußen, Gerne. ja. Die Region hier, ist das für dich eine besondere Region? Weil wir haben ja Deutsche, wir haben Belgier, wir sind sehr nah an den Grenzen, wir Niederländer. Ist das, bist du irgendwie auf eine besondere Art und Weise hier mit den Nationalitäten in Kontakt gekommen? Hier ist das normal, dass wir nach Aachen gehen oder zum Beispiel 10 Kilometer nach links, da haben wir Belgien. Und ich finde das sehr schön, weil die Leute sind immer ein bisschen anders, aber Offener oder wie sind die Leute? ich denke, was ich unterschiedlich finde, dass die Deutschen haben verschiedene Qualitäten und die Belgier haben auch. Und wenn ich etwas suche, zum Beispiel Bier, gehe ich nach Belgien. Wie bitte? Nein. Okay. Und für was kommst du nach Deutschland? Zum Beispiel meine Maschinen kommen aus Deutschland, weil ich finde, dass die Deutschen, die sind strikt. Streng, die Qualität, da passt es dann. Qualität Ja, immer okay. gut. Okay. Ja, cool. So, und jetzt pass auf, jetzt zum ersten Mal hier ein Kohlenhörnchen für mich. Ich Ja. probiere mal. Lecker. Das ist gut. Aber ist auch nicht viel anders zu einem normalen Nein, Hörnchen. das ist nur Nur der die Farbe. Farbe, ne? Aber ist lecker. Vielen Dank. Weiter geht's auf der Radroute durchs niederländische Mergeland. So wird die Region wegen des kalkhaltigen Bodens auch genannt. Im Ort Falkenburg haben schon die Römer Mergel abgebaut. Viele Häuser sind aus diesem gelben Stein. Durch den Abbau von Kalkstein entstand unter der Stadt ein riesiges Grottensystem, das sich über hunderte Kilometer erstreckt. Besucher können die Unterwelt zu Fuß erkunden. Oder aber auch noch ganz anders. Hi. Hallo, Daniel. Sophie. Hallo, Sophie. Hi. Grüß dich. Du bist Ja, mein Guide. Ich bin heute dein Guide. Ja? Hat sich ein bisschen zugezogen. Bestes Grubenwetter eigentlich, ne? Genau, wir gehen jetzt schön in wetterloses Unterwelt. Ja, machen wir. Direkt. Alles klar? Jo. Es geht 40 Meter in die Tiefe. Wenn man sich hier am Geländer festhält, das ist klatschnass. Ja, stimmt. Ja, ist Hier das ist eine Luftfeuchtigkeit von 98%. 98? Ja, Aber jetzt gerade noch finde ich das recht romantisch hier ja. mit dem Licht und so. Ich habe das Gefühl, ich gehe in so eine Pyramide oder so rein. Und wir können hier nach rechts. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon Kopf einziehen angesagt, ne? Genau, passt gut auf eure Köpfe auf. Sehr wichtig. Es muss ja auch mal Vorteile geben, dass ich nicht so groß geworden bin. Ja. Ne? Ja, oder? Also hier sind unsere Fahrräder. Aha. 10 cm unter den Hüften. Wir wollen Grottenbalken auf diesen Rädern. Genau.
Das Haarnetz ist für die Hygiene. Alles andere dient der Sicherheit. Denn die geht unter Tage vor, erklärt Sophie. Dann geht's los. Muss man sich immer ein bisschen gewöhnen, ne? Ja, ja. Man fährt nicht alle Tage, Untertage. Genau. Und durch einen 500 Jahre alten Steinbruch. Hoi, hoi. Plezier. Die Kalksteinschicht entstand vor Urzeiten aus mikroskopisch kleinen Meereslebewesen. Wir fahren mitten durch einen 70 Millionen Jahre alten Meeresboden. Früher wurde hier Kalkstein noch per Hand ausgesägt. Ja, man muss sich schon fast mehr auf die Decke achten als auf die Füße, ne? Ja, stimmt. Dann machen wir mal einen Stopp. Also diese ganze Grube ist irgendwann im 16. Jahrhundert angefangen. Wie lange haben die gebraucht, jetzt sag ich mal, um so einen Ja. Quadratmeter hier rauszuholen? Na, wenn du dir vorstellst, dass hier erstmal eine Seite freigemacht wurde, dann muss hier nochmal so eine Seite freigemacht werden. Ja. Auch gleicher Prozess, doppelte Einsägeprozesse. Hier an dieser Kniehöhe auch nochmal durchgesägt. Hinten kommt man nicht dran, also mussten sie hier was dazwischen setzen, um es dann lose zu brechen. Ja. Daher auch dieser Term Blockbrecher. Ah. Ja, da ist die Frage, wie lange hat das gebraucht, um dieses Prozess? Was denkst du? Also gefühlt würde ich sagen, irgendwie einen Tag? Ja, tatsächlich. Ja. Ja, echt. Aber so ein kleines Stück, einen ganzen Tag? Ja, 60 bis 80 Zentimeter ist so ein Block. Ja. Also musst du dir vorstellen, ein Block wurde an einem Tag von dann ungefähr 12 bis 14 Stunden Ja. rausgeholt. Das hat dann pro Gang ungefähr 6 Blöcke gebraucht. Also eine Woche ist auch dann halt so ein Schritt. Boah. Heute wird immer noch Kalkstein abgebaut, aber mit elektrischen Kettensägen. Geht schneller. Und die Steine werden nur zu Restaurationszwecken benutzt. Also geht's Bücken und bergab. Ja. Mit insgesamt 70 Kilometern ist diese Grube das größte unterirdische Gängesystem der Niederlande. So. Was jetzt kommt, gehört nicht zur Standardtour, kann man aber auch extra dazu buchen. Das ist ja echt traumhaft. Schön, ne? Das ist ja. Eine Kapelle von 1799. Während der Französischen Revolution weigerten sich viele Priester aus Südlimburg, einen Treueeid auf die französische Verfassung zu leisten und gingen in den Untergrund. Also war das eigentlich eine geheime Kapelle? Es war eine geheime Kapelle. Da haben sich auch Leute versteckt. So konnten Menschen halt trotzdem noch Ihren Glauben Glauben leben. Und leben. Ja. Gemalt wurde mit Ziegelstein und Holzkohle. Und man sieht hier auch noch was Lustiges. Ja. Kannst du dir vorstellen, wofür das gewesen sein könnte? Das Loch jetzt hier, Ja. oder was? Mhm. Ja, bis jetzt habe ich ja immer gut gelegen mit meinen Antworten, aber jetzt habe ich gar keine Ja, keine ist auch sehr Ahnung. schwierig. Weil Leute haben nicht nur Essen mit runtergebracht, sondern auch, oder vielleicht später dann Essen, Tiere. Die haben die hier festgemacht. Also hier waren Ziegen, Ah, okay. Schafe, Ja, alles ging in die Grube rein, während so ein Versteckzeit. ja. Klar, man hat hier gelebt. Man ne? hat hier gelebt, So gesehen, ja. Kocht, gelebt, Und richtig mit Altar hier? richtig mit Altar. Ja. Wenn Menschen hier gelebt und sich versteckt haben, wurde ja auch, ich sag jetzt mal, wurde hier auch geheiratet? Wurden hier Kinder geboren? Wurde hier, Genau, hat hier, ja? Heirat weiß ich jetzt nicht, ich glaube schon, weil es halt wirklich auch eine echte Kapelle war. Ja. Aber ja, in der Zeit wurden hier auch Kinder geboren. Ja. Ja? Ja. Wirklich beeindruckend. Nach 1,5 Stunden geht's zurück ans Tageslicht. Maastricht ist eine der ältesten Städte der Niederlande. Der Name ist abgeleitet vom lateinischen Mosa Trajectum, also dort, wo man die Maas überqueren kann. Hier wurde Geschichte geschrieben.
1992 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der EU in Maastricht den Vertrag über die Europäische Union. Regina hat gesagt, wir treffen uns an einem großen roten Stern. Nicht zu übersehen. Regina, hallo. Hallo Daniel, Hi, grüß grüß dich. Das Hi. ist der große rote Stern, ja? Das ist der große rote Stern, das Zeichen, das Teil des Wappens von Maastricht. Hier ganz sollten wir genau. uns treffen, hast du gesagt. Ja, nicht Maastricht übersehen. meet Europe. Also Maastricht trifft Europa. Ist denn Maastricht tatsächlich so eine internationale Natürlich. Stadt? Aachen ist nahe, Köln ist nahe, Paris ist nahe, Brüssel ist nahe, alles ist nahe. Ja, Deswegen das Zentrum und das Herz von Maastricht, würde ich sagen. Regina Starkmann zog vor über 20 Jahren aus dem Süden Deutschlands hierher, um zu studieren. Und hat sich verliebt. Zuerst in die Stadt und dann in einen Maastrichter. Das hier ist Reginas Lieblingsviertel. Die mittelalterliche Stadtmauer, auf der wir hier gerade laufen, führt direkt zur nächsten Sehenswürdigkeit. Der Turm ist die zweite Stadtmauer. Also Maastricht hatte 3 Stadtmauern, aber das Hellpoort, Höllentor, ist eigentlich das Wichtigste. Das Aber- älteste Stadttor. Ja. Älteste Stadttor von Den Niederlanden. Den Niederlanden, komplett. Den Niederlanden, Okay. okay. Höllentor hast du gesagt. Höllentor. Ich fand jetzt bis jetzt sah es eigentlich ganz schön aus dahinter. Ja. Also Ja, warum aber geht's da zur Hier Hölle? war es früher nicht so schön. In der anderen Richtung, wenn du in die Richtung gelaufen bist Ja. und du kamst raus, dann kamst du zu der Pestwiese. Das heißt, Also wenn du hier wenn du die durchgeschickt- Pest hast, bist Wurdest du du auch hier nicht mehr durch? zurückgekommen. Okay, dann Ja. wurde hier zugemacht und dann war für dich Genau, Feierabend. also dann bist Okay. du nicht mehr in die Stadt gekommen und Ja. die Leute waren froh, dass du draußen warst. Ja. Und ja, dann ging es nicht mehr weiter Ja, letztendlich. Maastricht ist bekannt für seine internationale Universität und zieht viele junge Leute an. Wir sind unterwegs im Jeka-Quartier. Es gibt kleine Geschäfte und eine alte Wassermühle. Also früher gab es 20 Mühlen in Maastricht, innerhalb der Stadt. Allein in Maastricht? Ja, die Maastrichter hatten das, weil sie so oft angegriffen wurden, gab es das Gesetz, dass du ein halbes Jahr lang Essen auf dem Dachboden haben musstest. Also jedes Haus musste sich ein halbes Jahr lang selber versorgen können. Und deswegen brauchst du natürlich viele Mühlen, Ja. weil all die Leute, komm, lass uns reinschauen, all die Leute mussten sich Ja. natürlich versorgen. Komm, wir gehen rein. Die Bischofsmühle ist die letzte erhaltene Wassermühle. 2014 wurde sie aufwendig restauriert. Sie mahlt das Mehl für die hauseigene Bäckerei. Und für die Workshops, die unterm Dach stattfinden. Backworkshops. Fly heißt dieser Kuchen. Eine südlimburgische Spezialität, gefüllt mit Obst. Die müssen wir natürlich auch unbedingt mal probieren. Also wir nehmen Kirsche. Kirsche ist hier, ja. Na dann, Total drauf. Das sieht so gut aus. Mahlzeit. Sieht so lecker aus. Smakelig. Wie sagt man? Smakelig. Smakelig. Ja. Smakelig. Du musst aufpassen, die Kirschen haben Kerne. Ich hatte jetzt Glück. Boah, lecker. Ich wollte ja Du hast eigentlich den jetzt, Stern, den ich du wollte jetzt Schein. eigentlich Kirschkernwald spucken, aber der Frank, der hätte da wahrscheinlich was gegen, unser Kameramann. Was wird denn? Niederländisch wahrscheinlich hier gesprochen, oder? Ja, also mit Niederländisch kommt man natürlich weit, aber wenn du wirklich dazugehören willst, solltest du Maastrichts sprechen. Also eine den eigene Maastrichter Dialekt. Ja. Der ist nicht nur eigen in Maastricht, sondern der hat sogar jedes Viertel in Maastricht hat ein bisschen einen eigenen Tonfall, sehr französisch angehaucht. Na, also und alles muss man lang ziehen. Lange ziehen. Lange ziehen. Ja. Fly. Fly. Ja, die Maastrichter sind so entspannt, dass man es auch in der Sprache hört. Das ist toll. Das ist schön. Das hast du gut gesagt. Regina nimmt uns jetzt mit in ihre Lieblingskirche. Für sie ist es die schönste der Stadt. Wenn man nach Maastricht kommt, dann zündet man eine Kerze an. Oder beziehungsweise ein Buschike ansteken. Buschike? Ein Buschike ansteken. Komm, dann zünden wir auch. Machen wir auch eine. Komm.
Jungfrauenbasilika ist eine von insgesamt 50 Kirchen in der Stadt. Einige werden mittlerweile anders genutzt. Vor bereits 200 Jahren verlor diese älteste gotische Kirche der Niederlande ihre Funktion als Gotteshaus. Seit 2006 ist die Dominikanerkirche eine Buchhandlung. Wir glauben, dass wir himmlische Zustimmung haben. Denn wenn Sie hochgucken, dann sehen Sie da 3 Bischöfe aus dem Mittelalter-Gemälde auf dem Plafond. Und die haben das Buch, das Evangelium Johannes, auf die erste Seite geöffnet. Und die erste Phrase ist: In the beginning was the word. In principiat erat verbum. Also es geht um das Wort. Und als Buchhandlung tun wir in das Wort. Also wir denken, es passt, eine Buchhandlung passt, denn es geht um die Ideen, die Kultur der Menschen, ausgedruckt in Sprache. Für die rund 20.000 Bücher ist ja dank der Höhe viel Platz. Wer glaubt, die Kirche sei kein guter Ort für eine Buchhandlung, kennt ihre Vorgeschichte nicht. Sie war nämlich auch sogar schon mal Fahrradparkstation und Karnevalssaal. Hier wurde eine Klosterkirche mit den dazugehörigen Gebäuden in ein Designhotel verwandelt. Die Einrichtung stammt vom Innenarchitekten Henk Voss in Zusammenarbeit mit internationalen Designern wie Philipp Stark und dem deutschen Lichtdesigner Ingo Maurer. Das neueste Konzept findet unter dem jüngsten Kirchendach statt. In der Food Church gibt es gleich mehrere Restaurants, wo man südamerikanisches oder asiatisches Streetfood bekommt. Essen für die Seele heißt das Motto hier. Als Maastrichter achtet man schon auf sein Äußeres? Aber oder? natürlich, Maastricht schick en schön, sagen sie, also schick und schön. Ja. Das ist das wirklich, wo man auch viele Feste gibt, wo das auch wirklich gelebt wird. Ja. Also das ist sehr, sehr wichtig in Maastricht. So, und jetzt gibt's endlich mal eine Pommes. Vor diesem Verkaufsfenster steht man immer an, sagt Regina. Ein gutes Zeichen. Wie isst man hier die Pommes? Was ist hier Standard? Also entweder mit Frites Spezial, das heißt mit Mayonnaise, Ketchup und ein bisschen Zwiebeln. Ja. Also rohen Zwiebeln. Oder hier in Maastricht Frites Zuurvlees. Zuurvlees. Also übersetzt Sauerfleisch. Bereits seit 1909 wurden am Markt 75 in Maastricht Fritten gemacht. Nach alter Tradition und in Rinderfett. Es soll die erste und älteste Frittenbude der Niederlande sein. Ja, also eine große Portion. Hoi. Oh, ja, danke. In het Maastricht. Wir nehmen die Frietje Zuurvlees. Frietje Zuurvlees. Nicht zu viel. Nicht zu viel Soße drauf. Und wollt ihr Mayo? Eine Spezialität. Haben jullie Belgisch? Habt ihr die belgische Mayo? Een zoete. Nein, die süße selbstgemachte. Okay, aber von beidem nicht zu viel. So. So, mal hier so ein bisschen. Erstmal Dickfleisch. Da bin ich mal gespannt, wie dir Zuurvlees schmeckt. Lecker, aber ungewöhnlich auf Pommes. Oder Fritten. Ja? Völlig Ja, ungewöhnlich. ich kenn's. Seit 20 Jahren Frites Zuurvlees. Aber funktioniert die Kombi, muss man sagen. Das Süß-Saure mit der süßlichen Mayonnaise, die sie ja ganz selber machen. Ja. Prima. Ich bin ja auch auf der grenzübergreifenden Frage oder für die Frage unterwegs, wer hat denn jetzt eigentlich die Fritten erfunden? Die Belgier sagen natürlich, wir Belgier. Und ich denke, vielleicht. Aber die leckersten haben wir hier in Maastricht. Seit 1909 hier, Seit hab ich 1909 gibt es da jetzt schon, ja.
Es gibt sehr viele verschiedene Viertel in Maastricht. Ein Kontrast zum mittelalterlichen Zentrum ist das Sphinx-Quartier. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war die Stadt an der Maas Zentrum der Keramikindustrie der Niederlande. Viele tausend Menschen haben in großen Keramik- und Glasfabriken gearbeitet. Ist hier Porzellan oder was gemacht worden? Porzellan, Geschirr, später dann Badezimmermöbel, also nicht Möbel, sondern Badezimmer, Ja. Toiletten. Der Errichter wurde auch der Klokönig genannt. Ja. Ja, Pottekoning. Ja, jetzt, genau, weil die niederländische Sprache ist ja immer so süß. Irgendwie klingt alles süß, wie ich finde. Was heißt Klodeckel auf? Potdeksel. Potzdeckel. Potdeksel. Ach, hier sieht man es auch. Ja, hier sieht man es. Okay. Also man hat quasi mit normalem Stein. Die alten Fabrikgebäude am historischen Binnenhafen wurden renoviert. So entstand das trendige Sphinxviertel. Dieses ehemalige Kraftwerk wurde zum Filmtheater Lumière umgebaut. Hier Gérard Depardieu als jüngerer Mann und hier Jack Nicholson. Kino und Kulinarik in einem. Schon schön, ne? Die einstige Halle mit Dampfmaschinen ist jetzt ein Restaurant. Da kommt's schon. Jo. Spitz. Ja, Vielen danke. Dank. Genau. Das hat sich aber sehr deutsch angehört. Ja. Kommst du aus ich Deutschland? spreche Deutsch. Ja? Ja, ich komme aus Köln. Ach, aus Köln? Ja. Und nur zum Arbeiten hier oder studierst du hier? Nein, ich studiere hier, Okay. genau. Ja, und das ist einfach mein Nebenjob. Ja. Hier. Aber es kann sein, dass du jetzt denkst, ich studiere noch hier, aber 20 Jahre später immer noch hier sein wirst und hier lebst. So geht's nämlich Regina. Vielen Dank, danke. Prost. Zum Tee. Ne, siehst du? Ja. Genau wie du früher. Oranje. Oranje. So, 20 Jahre habe ich gesagt. Ist richtig, ne? Gut Ungefähr 20 Über Jahre. 20 Jahre sogar schon. Was mich ja interessieren würde, träumst du mittlerweile in Niederländisch oder noch in Deutsch? Wenn du mich nachts wach machst, dann rede ich Niederländisch. Ja? Ich kann auch ein bisschen so reden, dass es klingt, als ob ich eine Niederländerin bin, wenn du das schöner findest. Dankeschön. Tschüss. Heute geht's aufs Wasser. Die Maas markiert 40 Kilometer lang die belgisch-niederländische Grenze. Wir machen eine Kanutour auf der Grenzmaas und erleben das Naturschutzgebiet Negenoord-Kerkewerd. Kurz hinter Maastricht bietet Kuhn Heemskerk Bootstouren für Familien an. Als du schnell nach links, so, schnell nach rechts. Alles klar. So, maar du gehst das. Mare, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Und da ist jetzt Belgien? Nein. Da sind die Rechts Niederlande? Rechts ist die Niederlande, Ja. links ist België en du vaarst over die Grenze. Okay. Ja, dann machen wir die nächsten Meter jetzt mal über der Grenze, nicht immer nur neben der Grenze. Ah, Alles klar, herzlichen Dank, vielen Dank. Okay. Hilfst du mir noch beim Reinen? Ja, sicher. Kuhn vermietet auch Kanus und Raftingboote. Aber ich nehme mal das Kajak. Immer geradeaus, ne? Ja, überall so euch. Viel Spaß. Danke, danke. Geht hier genauso schön weiter, wie Maastricht aufgehört hat. Wir sind im Naturschutzgebiet Revierpark Maas-Vallei. Ein Projekt zur ökologischen Flusswiederherstellung. So, wenn ich jetzt hier mal so links und rechts gucke, möchte ich behaupten, dass Belgien und die Niederlande recht gleich aussehen. Zumindest von der Grenze hier, auf der ich hier gerade unterwegs bin. Die Maas hat eine bewegte Vergangenheit. In der Eiszeit bildete sie mit dem Rhein ein gigantisches Flussdelta.
Im 19. Jahrhundert wurde sie zum Grenzfluss zwischen Belgien und den Niederlanden. Beide Königreiche bauten immer höhere Deiche zum Schutz vor Hochwasser. Ergebnis: das jeweils andere Land wurde überschwemmt. Jetzt lässt man der Maas wieder ihren natürlichen Flusslauf. Als ich gerade an dem Pferd vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, ob das wohl denkt, dass auf der anderen Seite das Gras immer grüner ist. Das ist ja generell die Frage, ne? Ob die Belgier zu den Niederländern schauen und umgekehrt und denken, aber auf der anderen Seite der Maas ist das Gras aber wirklich grüner. Ich wollte noch mal ein bisschen Bein zeigen. So, Ziel in Sicht. Nochmal Vollgas die letzten Meter jetzt hier. Auf der Grenzmaas haben Freizeitpaddler wie ich viel Platz. Denn die Schifffahrt findet woanders statt. Auf den Kanälen nebenan. Die Stelle zum Anlegen hat uns unser Bootsverleiher vorher beschrieben. Aber da haben sich auch schon andere niedergelassen. Wilde Königspferde. Ich bin völlig perplex. Hätte ich nicht gedacht, dass wir beide hier noch mal so nah zusammenkommen. Ich muss leider weiter. Es gibt noch so viel zu entdecken. Heute an niederländische Seite und das ist dann belgische Seite. Ich finde, das erkennt man auch gut an den Fahnen. Ja, hier, die Seite ist Holland, sind die Niederlande und da drüben ist dann schon Belgien. Das ist Belgien, ja. Und die Fähre nimmt Fußgänger und Radfahrer umsonst mit. Egal welche Nation. Und das ist die Maas und die Maas, man sagt immer, es ist die Grenzmaße. Aber für uns, wir sind allen in Hollands Limburg und Belgisch Limburg, ist das unser gemeinsamer Fluss. Ja. Und das ist nicht die Grenze. Jos Winnen ist einer von 17 Maasverkennern. So nennt man die Flussguides. Er will uns ein einzigartiges Naturschutzgebiet zeigen. Auch hier lebt eine Herde wilder Konix. Eine robuste Rasse, die den ausgestorbenen europäischen Urpferden, den Tapan, sehr ähnlich ist. Die Huftiere kommen aus Polen und wurden als Landschaftspfleger angesiedelt. Die kann man sich hier mieten, ne? Ja, die kannst du hier mieten. Ich mache mieten. jetzt mal den Kapitän hier. Ah, wenn du willst. Ja, ich probiere es mal. Ja. Mal gucken, vielleicht landen wir hinter auf der Ruhr. Da bin ich heute die Tourist. So, dann probieren wir es mal, ne? Sollten wir losfahren? Ja, Jo. probier's mal. Ja. Abfahrt. Upp. So. Tschö. Wir fahren auf der Eau de Maas, einem alten Nebenarm der Maas. Warum die Boote mit Elektromotor Flüsterboote heißen, kann man sich fast denken. Sie sind super leise.
Hier gibt es viel zu sehen, ne? Ja, es gibt so ein kleines Gebiet, so vieles zu sehen. Jedes Jahr ist es anders. Wenn die Maas etwas höher war oder die Maas ist rausgekommen, dann hat man immer eine andere Landschaft. Und die Maas, die bringt immer neue Pflanzen mit sich mit. Ja. In diesem Gebiet ist die Maas die Architektin der Landschaft. Der Mensch passt sich an. Hier kann man richtig zur Ruhe kommen, Ja, richtig hier kommt man runterkommen. zur Ruhe, Ne? Ja, sicherlich. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein hier. Vorsichtig, weil es gibt Vorsicht. Kleine. Die Mutter hat Angst für ihre Kinder. Ja, ja. Was ist das denn? Eine kleine Hütte, so ein Zelt. Das ist ein Campierflot. Da darf man übernachten auf so einem Flot auf diesem See. Man kommt nur mit dem Boot hin, oder? Kann nur mit dem Boot nachkommen. Und wie ein Glamping, wie man sagt. Ja, Glamping. Glamping, aber das ist dann auf das Wasser. Eine Glamping auf Wasser. Aber das ist schon cool. Am anderen Ufer lebt eines der größten Nagetiere Europas. Da gibt es eine Biberbucht. Biberbau. Ja. Biber sind geschickte Baumeister. Ja, er geht unter Wasser, geht er hier runter, Ja. dass es den Eingang unter Wasser gibt und dann geht er An Land wieder. Ja, wieder an Land, Ja. unter in seine Bucht. Und so kann die Fuchs oder die andere Tier kann da nicht rankommen. Und hat er 2 Zimmer oder? Er hat 2 glaub ich, Zimmer. ne? Er hat ein Zimmer, wo er reingeht, wo er sich trocknet und ein Zimmer, wo sie schlafen. Ja. Sie haben das getrennt voneinander. Im Jahr 2000 hat man einige Tiere aus dem Bayerischen Wald hier im belgisch-niederländischen Naturschutzgebiet angesiedelt. Biodiversität kennt eben keine Landesgrenzen. Das sind deutsche Schuhe. Ja. Wir fahren nach Alsdorf, nördlich von Aachen. In einem ehemaligen Steinkohlerevier besuchen wir ein ungewöhnliches Museum. Und im Hürtgenwald sind wir auf einem Pferdehof für Kinder. Das Aachener Revier zählt zu den ältesten Steinkohlerevieren in Europa. Auch auf Anna 2 in Alsdorf wurde jede Menge Kohle abgebaut. Jetzt kann man hier Vergangenheit und Zukunft der Energiegewinnung erleben. Im Museum Energeticum. So, im wahrsten Sinne des Wortes bin ich jetzt mit einem Kumpel verabredet. Zu einer Steigerführung. Die kann man hier buchen. Hallo. Hallo Daniel. Super. Herzlich willkommen im Energeticum. Ja, vielen Dank. Ich habe mich nämlich gefragt, du sagst Hallo Daniel, das heißt unter Kumpel duzt man sich. Ja klar, ich bin der Erwin. Du bist der Erwin, ich bin der Daniel. Schön. Okay, wunderbar. Ja, gehen wir gleich mal hier hin. Ja. Denn da die Räume, die wir uns hier befinden, das ist die alte Grube Anna 2. Und die hat so mal ausgesehen. Okay. So, und wir befinden uns, also wir sind jetzt hier, ist das Gebäude, in dem wir jetzt hier sind? Nee, wo sind wir? Das ist das Fördermaschinenhaus. Ah ja. Das ist, Ach, wenn du da sieht man das. rausguckst, Ja, da okay. vorne zu sehen. Ja. Ja, und dieses hier, ein Teil davon unten, ist da, wo wir uns hier befinden. Okay. Dann gehen wir jetzt den Weg der Sonne. Ja. Es wird dunkel, Ja. aber ich bin ja bei dir. Das ist gut. Ja, Oh. jetzt sind wir in dem sogenannten Sonnenraum. Ja, das symbolisiert die Sonne, gehe ich stark Symbolisiert von die aus. Sonne, Ja. Wir wissen ja, die Sonne ist so 150 Millionen Kilometer von uns entfernt Aha. und hat auf der Sonnenoberfläche eine Temperatur von 5500 Grad Celsius. Wahnsinn, ne? Im Inneren der Sonne verschmelzen Wasserstoffatome zu Helium. Bei dieser Kernfusion wird eine unvorstellbare Menge an Energie frei. Ja, aber das Wichtigste hier in diesem Raum ist, Ja. dass die Sonne für uns das 7000-fache an Energie auf diese Erde bringt. Und wir versuchen, das zu nutzen. Und da steht es auch nochmal, das 7000-fache des Weltenergieverbrauchs. Das ist ja unglaublich. Das sind Zahlen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, die Sonne ist für uns
die Zukunft, dass wir auch da versuchen müssen, den größten Nutzen daraus zu schaffen. Ja, es wird jetzt immer dunkler. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja bei dir. Kumpel Erwin nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte der Energiegewinnung. Braun- und Steinkohle, Erdöl und Erdgas. Schon vor Tausenden von Jahren spielte Energie für Menschen eine bedeutende Rolle. Und immer war die Sonne der größte Energielieferant. Ich habe da vorne so eine Hand gesehen. Hier ist da noch jemand drin im Kasten oder was da ist? Nein, das ist Sonnenwärme, soll hier dargestellt werden. Ja. Wenn Sie die Hand darauf legen, dann scheint von hinten die Sonne. Ah, okay. Und dann kann man was merken? Die Wärme. Wie warm es wird. Wärme, Ja, genau. auf jeden Fall. Merkt man Ganz gewaltig. ganz eindeutig, ja. Ja. Und jetzt geht's unter Tage. Jo. Bitte einzusteigen. Zugegeben, die Seilfahrt, also die Einfahrt ins Bergwerk, wird hier nur simuliert. Schon 860 Meter erreicht. Ja, in Wirklichkeit ging es gerade mal nur eine Etage nach unten. Direkt eine ganz andere Temperatur, ne? Ja, natürlich. Wir sind ja jetzt auch unter Tage. Ja, ja. Und hier unten wird gezeigt, wie Bergleute unter körperlichen Anstrengungen und großen Gefahren hunderte von Meter tiefe Schächte gruben, um Steinkohle zu gewinnen. Wenn wir uns da mal bücken, da sehen wir hier, der Fritz, der macht schon ein paar Jahre die Kohle hier. Ja. So am Anfang der Zeit, wo man nur 60 Zentimeter hier hatte, ja, da konnte man natürlich nicht so dicke Bergleute, wie ich einer war, da rein. Das hast du aber gesagt. Sondern da musste man schon andere Menschen reinschicken. Aber ich find, Schlanke das sieht schon- Menschen, Ja, ja. aber ich find, das- Kleine Menschen. Ja, kleiner wäre ich dabei. Erwin ist ein echter Kumpel und war das älteste von 7 Kindern einer Bergmannsfamilie. Er hat als Elektrosteiger gearbeitet. 1992 war dann Schluss auf Anna 2. Ja, das hier ist für mich der schönste Raum im Energetikon, weil hier noch Menschen abgebildet sind, die mit mir gekämpft haben zu meiner aktiven Zeit. Ja. Und was war die Motivation? Ist das richtig gut bezahlt? Ja. Ja? Also zu der damaligen Zeit wurde der Bergmannsberuf sehr gut bezahlt. Ja. Okay. Sehr gut bezahlt. Und die Familien konnten eben auch davon leben. Ja, Das- ja. Man muss das richtig sehen. Ja. Okay. Hier sind wir im Raum der Energie. Ja. Das nenne ich mal Naturwissenschaft zum Anfassen. Als lebendiges Biokraftwerk auf dem Flugrad. Wunderbar. Viele Experimentierstationen mit Licht, Strom, Wärme und Kälte veranschaulichen, dass heute eine Energiewende dringend erforderlich ist. Hier erzeugen wir mal die Spannung und Strom für das Energetikon. Ja. Ich mache natürlich hier Braunkohle. Ja. Ist ja Braunkohle. klar, ne? Ah, guck mal, da steht dran. Schön die Ich mache Braunkohle. hier Photovoltaik. Auf in den Kampf. Ist das denn ein Wettbewerb jetzt hier? Dann weiß ich auch, warum er mich das gerade trampeln lassen schon. Und jetzt geht schon los da. Oh, du bist ja schon wesentlich schneller als ich. Ja? Da lasse ich mir nie gefallen. Da kommt es. Energie erleben und verstehen, lautet das Motto im Energetikon. Solche Mitmachstationen sind was für die ganze Familie. Oh. Und jetzt sieht man da, wie viel Energie wir tatsächlich gerade erzeugen. 30 Gigawatt würde ich erzeugen. Ja. Du erklärst nicht nur Energie, du bist Energie. Das ist, wie ich dich kennengelernt habe. Du gehst hier durch mit so einer Leidenschaft. Warum ist das, dass du sagst, so, du hast so einen Spaß daran, den Menschen das zu erklären? Ja, das ist ja so. Die alte Generation, die hier noch richtig arbeiten musste mit Händen, Ja. die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja? Und die neue Generation, die sich jetzt auch auf eine andere Energiesituation vorbereiten müssen, das wird schon ein schwieriger Fall werden. Ja. Was glaubst du denn, wenn wir darüber schon sprechen, es wird kritisch werden? Was glaubst du, was ist die Energie der Zukunft? Ja, Energie der Zukunft ist eben Wasserstoff aus erneuerbarer Energie zu erzeugen
und eben das so zu sehen wie Benzin in den Richtungen, dass man dann eben auch die Fahrzeuge dementsprechend verändert. Und dann eben, das wird die Zukunft sein. Ja. Sagt jemand, der mit Energie jeden Tag zu tun hat. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du mir mal alles hier gezeigt hast. Komm wieder. Ich komme wieder. Glück auf, natürlich. Glück auf. Wir fahren in den Hürtgenwald. Mit fast 6000 Hektar das größte zusammenhängende Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen. Wer den Namen hört, denkt vielleicht auch an ein schreckliches Ereignis. Die Schlacht im Hürtgenwald, eine der letzten vor Kriegsende. Im Herbst und Winter 1944/45 kamen in der Nordeifel viele tausende US-amerikanische und deutsche Soldaten ums Leben. Und noch heute sieht man die Panzersperren des Westwalls. Maris Damen und ihr Mann Nick führen den Tannhof in 3. Generation. Maris Großeltern haben den Hof 1953 aufgebaut. Schon lange werden hier Trakehner gezüchtet. ...35 Pferde und ein Reitschulbetrieb. Das bedeutet jede Menge Arbeit. So richtig rund geht's auf dem Tannhof, wenn Kinderreitferien sind. Um 9 Uhr morgens heißt es, Pferde fertig machen. Perfekt. Das ist die Emma und das ist mein Lieblingspferd. Das ist nämlich das Netteste und das hört auf alle Kommandos. Zwischen 8 und 14 Jahre sind die Kinder. Wer noch kaum Erfahrung mit Pferden gemacht hat, darf trotzdem dabei sein. Sehr beliebt sind Ausritte in die Natur und davon gibt's hier ja reichlich. Kuschelstunde für alle, die nicht beim Ausritt dabei sind. Die Pferde leben im Offenstall und sind an Kinder gewöhnt. Ach ja, ein Esel gibt's auch auf dem Tannhof. Hier Pferde als Einstall hier, der Rest gehört uns. Ja. Und ganz aktuell sogar Nachwuchs. Ein Appaloosa und ein Trakehnerfohlen kamen vor kurzem auf die Welt. Wie alt sind denn jetzt die Kleinen? Das Weiße ist jetzt 3 Wochen alt. Ja. Und 2 Wochen ist das Schwarze. Also noch ganz frisch. Ganz frisch geboren. Aber das machen die noch nicht, ne? Das ist von der Mutter, oder? Nee, das ist von den Kleinen. Ja, echt? Nein, Quatsch. Nein. Ich dachte schon. So haufen die. Aber sind gar nicht so. Ich hätte gedacht, die sind deutlich scheuer schon. Ah, die kriegen hier schon viel Kontakt Ja. zu Menschen und werden schon dran gewöhnt. Ach, guck mal, ja, super. Ja, Haben wir sie alle. das wäre jetzt deins zum Führen. Ja, komm, mach ich mal. Ja, das klappt doch super so mit dem Führen. Ist ja echt süß. Ab wann kann denn dann so ein Pferd eigentlich beritten werden? Wenn es 3-jährig ist. 3 Jahre? Ja, frühestens 3-jährig, wenn es ausgewachsen ist. Okay. Ja. Ich habe da Bürsten hingelegt. Ach, Da jetzt kannst du wird dir geschnibbelt. einfach mal eine Bürste davon nehmen. Ja. Irgendeine hier? Oder? Ja, ja, genau. Eine Massage kostenlos hier? Genau. Komm mal rum hier. Habt ihr schon einen Namen? Nee, Namen haben wir noch nicht. Nee? Und bei den Trakehnern ist es ja dann so, dass das Fohlen, also der Name muss den Anfangsbuchstaben der Mutter haben. Ach so. Hier wäre das ein B, Ja. das hier ist ja Bellamy. Und wir machen es ganz oft so, wenn wir Ferienkinder hier haben, dann sammeln wir Vorschläge, weil die Kinder sind ja super stolz, wenn es nachher deren Vorschlag ist. Ja, mega. Aber bisher sind wir noch am Sammeln. Ja, guck mal hier.
Erstmal Küsschen. Ich kann dir ja eine weichere Bürste holen. Ja. Ja, aber die mag das sogar so. Ist so ein Trakehner eigentlich ein gutes Pferd für einen Einsteiger? Ein Trakehner ist schon sehr sensibel, aber man kann ja auch als Anfänger Pferdegefühl haben und auch sensibel sein. Also ich würde sagen, es hat nicht derjenige das beste Gefühl, der am längsten reitet. Was mich mal noch interessieren würde, ist, warum eigentlich Trakehner? Also warum habt ihr euch in diese Rasse verliebt? Also die Geschichte der Trakehner ist ja auch interessant, weil sie ja ursprünglich aus Ostpreußen kommen und am Ende des Zweiten Weltkrieges dann auch fliehen mussten aus Ostpreußen. Das heißt, in der Zeit haben auch viele Trakehner den Menschen das Leben gerettet. Das ist auch oft der Grund, weswegen Leute Trakehner züchten. Aber dadurch, dass sie so sensibel sind, können halt auch Kinder da super mit umgehen. Selbst wenn die, weil sie noch klein sind, so kurze Beine haben, dass sie gar nicht wirklich an den Bauch kommen, wenn sie auf dem Sattel sitzen. Aber dass die Pferde da so gutmütig und sensibel sind, dass sie doch auch darauf reagieren und die Kinder dann stolz machen, wenn ein kleines Kind ein 600-Kilo-Pferd galoppieren kann ohne Hilfe. Ja, toll. Ja. So, wo galoppieren wir denn jetzt hin? Ja, wir bringen die jetzt auf die nächste Koppel. Aha. Reiten dürfen hier übrigens nur die Kinder. Bevor es für den Pferdenachwuchs in die große Herde geht, sollen sie auf eine separate Koppel. Zum Austoben. Das klingt so niedlich. Ja. So, ich sag Tschüss und komme mit meiner Tochter nochmal wieder, würde ich sagen. Das bisschen gibt's auch noch, ja? Ciao. Na, das wird ja ein Trip. Welche soll ich nehmen? Hier grün, Farbe der Hoffnung? Oder, ja, auch eine tolle Farbe, ne? Ich bin noch nie mit einer Ente gefahren. Vielleicht blau oder hier schlicht weiß. Das Fahrzeug. Oder hier. Komm. Hier. Wir zwei. Wir passen doch zusammen, oder? Das wird sie. Und mit diesem alten Schätzchen tuckern wir jetzt nach Ostbelgien und in die Wallonie. Wir besuchen einen Künstlerhof in Aynatten-Berlot, den Sonntagsmarkt in Aubel, das Kloster Valdieu und die Stadt Lüttich. Am ehemals deutsch-belgischen Grenzübergang Köpfchen beginnt er, unser Roadtrip mit Ente. Begleiten wird mich Jenny Roder. Hi! Hi! Wow! Grüß dich! Hallo Daniel! Kommst du mit? So bin ich noch nie abgeholt worden. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ja. Alles klar. Okay, dann geht's los. Wow! Ach toll! Jenny lebt mit ihrer Familie in Aachen. Links oder rechts? Jetzt fahren wir bitte links. Genau. Okay. Zusammen mit ihrem Mann hat sie mehrere Bücher über das Dreiländereck geschrieben. Jenny hat in Köln studiert, doch eine große Sehnsucht führte sie wieder zurück ins Dreiländereck. Wenn man in Aachen aufwächst, dann ist man nicht wirklich Rheinländerin, sondern man ist eher Maßländerin und Grenzgängerin. Ja. Und das habe ich total vermisst in Köln. Ja. Ich liebe das hier einfach. Was hast du denn konkret vermisst? Was ist das Besondere? Grenzgängerin finde ich ein super Wort. Was ist das Besondere, wenn man auf den Grenzen unterwegs ist? Das Besondere ist die Vielfalt, die Auswahlmöglichkeit und so ein bisschen das Gefühl füreinander an der Grenze. Ja. Wir sind unterwegs im Hervaland in Belgien. Ganz typisch, die kleinen Hügel, die vielen Weiden und Obstgärten. Und wie ist das eigentlich mit der Mentalität im Dreiländereck? Vielleicht könnte man den Deutschen
der deutschen Seite ein bisschen unterstellen, dass wir hier und da schon mal ein bisschen reservierter sind, obwohl ich uns in Aachen eigentlich nicht so beschreiben würde. Wir, finde ich, sind schon ein sehr willkommenes und sehr kommunikatives Städtchen. Aber wenn man es dann zum Beispiel nochmal an den Belgiern festmacht und an den Belgierinnen, dann ist es so, nochmal eins obendrauf. Ne? Also diese Leichtigkeit und auch eine Gelassenheit in Belgien liebe ich sehr. Und die Niederländer sind nochmal ein bisschen anders. Ne? Und dass man einfach so diesen Dreiklang aus Stimmung hat in der Kultur, liebe ich über alles. Ein Dreiklang im Dreiländereck. Hört sich stimmig an. Und jedes Land hat seine besonderen kulinarischen Spezialitäten, meint Jenny. Was wir aber, glaube ich, alle drei gleich haben oder was wir teilen, ist die Liebe für Fritten. Ist ein Klischee, aber wahrscheinlich, also Fritten kann man überall essen. Und jeder beansprucht wahrscheinlich für sich, wer die Fritten jetzt erfunden hat, ne? Natürlich, es gibt überall die Erzählungen. Wir machen eine Schlemmertour. Denn bestimmt geht die Liebe zum Nachbarland auch durch den Magen. Berühmt ist das Herverland für Milchprodukte, für Sirup und für Apfelwein. All das gibt es auf dem Sonntagsmarkt in Obell, gerade mal 20 Kilometer von Aachen entfernt. Ist Käse klassisch hier aus der Region auch, oder? Ganz klassisch, absolut klassisch ist der Herber-Käse. Bonjour. Können wir mal probieren? Oh, merci. Vielen Dank. Ich glaube, das ist der milde, den wir probieren. Okay, merci. Merci bien. Dann bin ich mal gespannt. Also, aber man riecht schon, da steckt ein bisschen was hinter. Ein bisschen, und aber ganz cremig. Also ich würde sagen, wir gehen auch noch mal die nächste Stufe, oder? Okay. Wenn wir schon mal da sind. Wir können gerne den pikanten Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Madame, c'est possible? Dürfen wir den anderen auch mal probieren? Côté? Oui. Den pikanten? Ja. Okay, nächste Stufe. Aber das ist der Klassiker, der Geruch der, ja gut, das ist schon eine andere Nummer. der Region. Ja? Ja, trauen wir uns. Ich glaube, richtig gut funktioniert das mit einem Bier. Oder mit einem Wein, können wir auch gut Ja. vorstellen. Aber jetzt kommt der Nummer. Da passiert ganz viel, ne? Da passiert ganz viel. Aber du hältst das gut aus, besser als ich. Aber da muss man schon wirklich Stinke-Käse-Freund oder Freundin sein. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Ja, gerne. Merci. Den Markt gibt es schon seit 1630. Da gewährte der damalige Herrscher den Einwohnern von Obell das Recht, im Ort einen wöchentlichen Markt abzuhalten. Erst später wurde er auf den Sonntag gelegt. Das ist der Ausgehtag, der Tag der Familie in Belgien. Und schon stehen wir vor der nächsten Spezialität. Belgische Buletten. Ich glaube, das ist der absolute Klassiker. Ja. Und das ist auch traditionell. Ne? In Lüttich wird uns die Bulette auch noch mal begegnen. Ja. Merci. Beim Thema Fleisch winkt Jenny gern ab. Sie ist Vegetarierin. Ich sag mal so, ein Junge aus dem Ruhrgebiet, der muss eine Bulette hier probieren. Dankeschön. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Du möchtest dich ja durch die Region posten. Oh, die ist gut. Ja, die ist richtig gut. Und die ist so fettig. Aber genau das macht sie so gut. Okay. Boah. Val-Dieu, Tal Gottes, nannten die Zisterziensermönche diesen Ort, an dem sie eine Abtei errichteten. Religionskriege, Plünderung und Zerstörung haben dem Kloster in 800 Jahren zugesetzt. Doch heute ist Val-Dieu ein friedlicher Ort.
Tausende Besucher kommen jedes Jahr hierher. Schon schön, ne? Richtig schöner Anblick, finde ich. Der Leitgedanke der Zisterzienser hat seinen Ursprung in der benediktinischen Regel. Die sieht unter anderem ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Gebet im Leben der Mönche vor. Zisterzienser waren Meister auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Sie machten Valdieu zu einer grünen Oase. Heute leben hinter den Klostermauern keine Mönche mehr. Eine christliche Laiengemeinschaft kümmert sich um die Anlage. Seit der Gründung wird in Valdieu ein wichtiger Leitgedanke durch 2 Ringe symbolisiert. In Vinculo Pacis, im Frieden verbunden. Alle guten Dinge sind 3 im Dreiländereck. Ich habe direkt mal alle drei verschiedenen Sorten mitgebracht. Ja, es gibt 3 unterschiedliche Stärken quasi. Das leichteste ist wahrscheinlich vorne gesetzt worden. Es gibt Blonde, Brün und Triple. Ja. Das ist das Stärkste. Hast du ein Lieblingsbier? Ich trinke sehr gerne das Dunkle tatsächlich. Okay, pass auf, ich fange mal mit dem hier an. Nimm dir eins, was du mal ausprobieren möchtest. Gerne. Da können wir nämlich erstmal anstoßen. So. Wie sagt man? Enchanté? Enchanté. Oui. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh ja, das ist wirklich leicht. Das ist lecker, ne? Das ist lecker und leicht. Ja. Ich würde das mal, das ist jetzt das Stärkste, hast du Das ist gesagt? das Stärkste. Ich werde es nicht austrinken, weil wir müssen ja mit der Ente gleich noch ein Du bisschen fährst, weiter. also Oh ja. Aber auch noch gut trinkbar. Malziger irgendwie so ein bisschen. Ja. So irgendwie anno 1216 schon. Ja, gut Ding braucht Weile. Ja. Zum Wohl. Ein bisschen Käse dazu probieren. Oh, ich kann gerade nicht mehr Käse. Ich hatte gerade Käse überbacken. Übrigens, das Valdieu-Bier ist das einzige Abteibier in ganz Belgien, weil es nach wie vor im Kloster gebraut wird. Nach überlieferten Rezepten der Mönche. Doch mittlerweile hochmodern. Ohne chemische Hilfsmittel und Konservierungsstoffe werden hier mittlerweile 8 verschiedene Sorten gebraut. Insgesamt 27.000 Hektoliter im Jahr. Unser Tag im Herverland geht langsam zu Ende. In einem Dorf in Ostbelgien haben Jenny und ich im Vorbeifahren aber etwas entdeckt, das uns neugierig macht. Also nochmal umdrehen. Boah, wie sind die früher damit in Urlaub gefahren, ey, vor mehrere Stunden. Ja, ist schon nicht ohne. Ja, echt. Kurze Pause. Ja, guck mal. Kurze Kunstpause. Kurze Kunstpause. Ja, cool. Alter Zigarettenautomat, oder was? Kunstautomat. Tatsächlich Ja. gibt es in der Region einige. Hier ist ein Kunsthof, die so, glaube ich, ihren ganz eigenen geschaffen haben, wo wir ein bisschen Kunst kaufen möchten. Ja, komm, machen wir doch mal. 7 Euro. Gut investiert. Ich mach mal hier. So, warte mal. Kommen die hier rein, oder? Zack. Zack. Hast du einen Favoriten? Favoriten? Guck mal, ich finde hier das Frauengesicht ganz gut. Komm, Was hältst du davon? nehmen wir die Frau. Ach, krass. Guck mal. Aber man kriegt die Kunst nicht auf. Ich will jetzt auch nicht einfach so aufreißen. Ach komm. Ach guck mal, das ist aber nett hier mit Autogramm. Ich habe jetzt gedacht, das wäre nur ein Bild, aber das ist ja hier richtig nett auf Holz gemalt. Cool. Ne? Oder? Was für zu Hause. Schönes Andenken. Ja, ist doch richtig So, wir gehen mal weiter gucken.
Hallo. Hi. Hallo. Hi. Der Kunstautomat gehört zu einem alten Hof. Ganz offensichtlich ein Kunsthof. Und heute ist sogar Tag des offenen Ateliers. Die Besitzer Britta und Marcel Schön arbeiten hier als Maler und Bildhauer. Ich habe mich gefragt, sind wir jetzt eigentlich in Deutschland oder sind wir in Belgien? Das verschwimmt immer irgendwie so. Man merkt es meistens nur in der Atmosphäre hier in Belgien, die ist anders. Ja, wie ist die denn? Kannst du die beschreiben? Spontan würde ich sagen gemütlicher. Okay. Laissez-faire. Ja, genau. Also das ist für mich immer, also ich bin hier halb aufgewachsen in der Gegend. Ich bin zwar in Aachen groß geworden, aber auch immer halb hier. Und bin immer gerne hier in dem Land meiner Mutter gewesen, weil es einfach eine andere Atmosphäre hat. Ein bisschen frankophon, so ein bisschen Urlaub. So, das war jetzt ja hier im wahrsten Sinne ein erster kleiner Eindruck von euch. Ihr habt gesagt, ihr habt da ein Atelier. Richtig. Können wir mal reinschauen? Ja, klar, Können wir schon mal sehr da gerne. sind, oder? Ja klar, kommt mit, gerne. Der Schauraum des Künstlerpaares befindet sich in einer alten Scheune. An vielen Sonntagen öffnen sie die Tore ihres Hofs und geben Einblicke in ihre kreative Welt. Ist das der Dom, ne? Von Aachen, oder? Genau. Ja, ne? Haben wir hier Heimat. Das ist der Dom. Ach, das ist doch der Dom. Das ist der Dom von Aachen. Wo lasst ihr euch denn inspirieren? Wodurch? Das Bild hier vorne zum Beispiel, das ist wirklich eine Wohnzimmeridee mit der Freundin gewesen. Ja. Und das hier vorne ist Australien. Muss ich einmal kurz unterbrechen, jetzt mal ohne Flachs. Das ist unsere Tonfrau, das ist Vanessa, würde ich sagen. Oder? Leute, guckt doch mal. Wir bräuchten jetzt mal einen Gegenschuss. Oder? Also da könnt ihr mir nur sagen, was ihr wollt. Ja, das passt. Ja, oder? Der Lütticher Bahnhof, ein architektonisches Meisterwerk. Entworfen wurde er von dem katalanischen Architekten Santiago Calatrava. Mit dem Thalys oder dem ICE braucht man etwa 20 Minuten von Aachen nach Lüttich. Bevor wir die Stadt entdecken, geht's für uns aber erstmal in die Luft. In einem der größten Freifallsimulatoren Europas. Ich habe weiche Knie und bin echt aufgeregt. Jetzt geht's hier nochmal in Lüttich hoch hinaus direkt. Okay. Okay, nice. Schön. Als erstes musst du den Helm aufsetzen und den Kopf zurück. Perfekt. Bist du startklar? Ja. Als Anfänger geht man nicht allein in den Flugsimulator. Juan gibt mir Starthilfe. Der Windstrahl von unten ist mehrere 100 Stundenkilometer schnell. Deshalb ist die richtige Körperhaltung hier ganz wichtig. Ein unglaubliches Gefühl der Schwerelosigkeit. Jetzt will Juan noch mehr mit mir wagen. Einen sogenannten Tornado fliegen. Es geht rauf in 10 Meter Höhe. Wie beim Fallschirmsprung. Nur ohne Flugzeug. Was ist das für ein Gefühl? Der ist richtig verrückt hier. You're so crazy. Das hat so viel Spaß gemacht, wirklich. Auch der Tornado zum Schluss. The tornado at the end. Yeah. Oh, it was very crazy. Really strong, eh? Also wenn Sie sich da trauen, also wirklich, ich bin ja nicht immer der Mutigste, ne? Aber das kann man sich trauen. Wenn man jemanden wie Juan an seiner Seite hat, da geht doch nichts schief. Vielen Dank, danke. Das war wirklich toll. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und dann zeigt uns Juan noch, was man beim Indoor-Skydiving als Profi so alles machen kann.
Lüttich, die 1000-jährige Stadt an der Maas. Im Mittelalter war Liège, wie es auf Französisch heißt, Sitz mächtiger Fürstbischöfe. Und bis heute ist die Stadt das kulturelle Zentrum der wallonischen Region Belgiens. Über Jahrhunderte stand Lüttich im Zeichen von Kohle und Stahl, wird deshalb auch die brennende Stadt genannt. Der Reiz von Lüttich liegt darin, dass Lüttich total vielfältig ist. Die Stadt ist nicht aufgeräumt. Du kommst hier nicht rein und denkst, hier ist irgendwie alles geordnet, sondern das ist alles so sehr gewachsen, sehr organisch. Die Stadt hat Patina. Es gibt eine ganz, ganz tief zurückliegende industrielle Geschichte. Ne? Lüttich war die wichtigste Stadt während der Industrialisierung, ne? Und eigentlich so Kernpunkt in Europa. Ja. Cockerill ist ein wichtiger Name. Hier gab es Hochöfen. Und hier wurde gearbeitet. Und das kann man an der Architektur ablesen. Ne? Ja. Also es ist so ein bisschen rußig und es ist irgendwie so charmant, weil es einfach nicht so aufgeräumt ist. Ne? Also das Unaufgeräumte ist eben das Schöne am Ende. Also man muss sich quasi darauf einlassen. Absolut. Es gibt viel alte Architektur, Gründerzeit, Art Deco. Und es gibt vor allen Dingen viele kleine Gassen, die einladen zu entdecken. Ja. Also das heißt, wenn man mit ganz viel Neugier herkommt, dann wird man dafür eigentlich, glaube ich, immer belohnt. Neugier habe ich dabei. Entdeckertum ist auch vorhanden. Ich würde sagen, wir können eintauchen. Ja? Wo gehen wir als erstes hin? Ins Carré. Okay. Lüttich ist eine Stadt, sagt Jenny, die sich ständig verändert. So richtig weiß man nie, was einen hinter der nächsten Straßenecke erwartet. Wir laufen jetzt quasi durch eine Verbindungsstraße im Carré. So ganz eng, ne? Ja, der engsten Gasse. Ja. Und wir sind in der Neuvise. Das ist die Straße des Kunsthandwerks. Berühmt ist Belgien ja für Schokolade und Pralinen. Hier in der Altstadt betreibt Mélanie Le Mans eine Schokoladenmanufaktur. Melanie ist eigentlich Kunsthistorikerin mit einer großen Leidenschaft für Schokolade. Neben feinsten Pralinen kreiert sie auch solche Einhornpupse. In Workshops zeigt sie großen und kleinen Schokoladenfans, wie es geht. Zu den Verkaufsrennern wurden ihre Moustache, Schokoschnurrbärte am Stiel. Es gibt die Modelle Einstein, Hercule Poirot und Chuck Norris. Bonjour. Bonjour. Hallo. Bonjour Melanie. Bonjour. Ça va? Hallo, wie Ça va geht's? bien, et vous? Gut, und euch? Merci. Danke, sehr gut. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe einfach Bonjour gesagt. Spricht man hier eigentlich Französisch oder Englisch? Oder Ein klein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch auch? Ja. Okay, ja. Wollen Sie eine Schokolade probieren? Ja. Merci. Merci. Was soll Ich nehmen? habe dunkle Schokolade aus Vietnam mit Ingwer, mit Tee, Kaffee oder Pfeffer. Ich habe Karamell, ich habe Schokolade mit Nuss. Also. So, what is the typical Belgian style? Also, was ist so typisch? Oder ist das alles typisch? Alles Is it all typisch? Das ist alles Ja? typisch belgisch. Okay. Ja. Dann nehmen wir mal 2 mit Karamell, geht das? Oui. C'est possible? Voilà. Ich habe einfach mal 2 Ja, mit Karamell. ja, super, ja, Ja. super. Das Nehme hört ich sich auch. sehr klassisch Ja? Auch Karamell? Ja? Karamell, ja. Sie? Selbst Karamell? Karamell? Ja. Dankeschön. Merci. Merci. Stoßen wir jetzt so an. Ja. Lecker, ne? Wunderbar. Wirklich toll. Fantastik. Danke. Und ich sehe, wenn man mal so guckt, hier so viele verschiedene Experimente auch so, ne? Also nicht einfach nur die Praline, sondern auch so viele andere Sachen. Da hinten sehe ich so ein Einhorn zum Beispiel, ne? Oder lass uns mal ruhig Sollen wir noch, uns umgucken? Ja, noch mal ein bisschen weitergehen. Sehr gerne. Wo ist das Das ist auch gut hier. Ah. Noch nie so einen leckeren Schnäuzer gehabt. Ah, can we try? Yes? Ja. Merci. Oh, vielen Dank. So. Oh, ich habe den. Wie siehst du aus? Ja, auch gut, auch gut.
Der berühmteste Sohn Lüttichs war der Schriftsteller Georges Simenon, der Erfinder von Kommissar Maigret. Bei einem Rundgang kann man auf seinen Spuren wandeln. In den letzten 20 Jahren hat sich in Lüttich eine urbane Kunstbewegung etabliert. Street Art, die wird sogar gefördert. Zu den schönsten Exemplaren gehört diese Siegertaube eines Lütticher Züchters. Mehr als 30 legale und geförderte Kunstwerke gibt es mittlerweile. Die meisten im Arbeiterviertel Outremeuse. Auch eine Art Lüttich zu entdecken. Hausbesitzer verpflichten sich, 5 Jahre lang ihre Fassade nicht zu überstreichen. Man kann die Graffitis auf eigene Faust erlaufen oder bei einer Führung mitmachen. An manchen Tagen, sagt Jenny, stehen die Leute vor dieser Bäckerei Schlange. Und zwar, um die berühmte Lütticher Waffel zu ergattern. Die Lütticher Waffel ist aus Hefeteig und die trieft und ist schwer und Ja. da sind Zuckerstückchen, die karamellisieren. Sehr lecker. Toll. Sind das die hier, die man hier sieht? Ist das Ganz der Klassiker? genau. Ja? Wollen wir 2 Ja, probieren? auf jeden Fall. Nehmen wir 2 mit. No. Yeah. Oui. Yes. Vanilla, Zimt oder Vanilla? Vanilla. Vanilla. Ach, guck mal, die werden noch mal warm gemacht. Oh, genau. There we are. This is for you. Merci. Merci. So, jetzt aber. Ja, kann's kaum erwarten. Oh, das sind wirklich sehr, sehr gute. Mm. Echt toll. Und was für ein schöner Laden, oder? Ja, ich finde das immer so schön hier, ne? Wenn das hier so angerichtet ist, so draußen, wenn man dann so sieht, irgendwie im Schaufenster, hier, ja, Ja, das macht Spaß. da will man ne? direkt alles mitnehmen, ne? Ja, finde ich auch. Gleich gegenüber eine belgische Frittenschmiede. Da stellt sich doch die Frage, schmecken die Kartoffelstäbchen hier eigentlich besser als in der niederländischen Nachbarstadt Maastricht? Sagst du denn, du kommst ja aus Aachen. Mhm. Sagt ihr da Fritten oder sagt ihr Pommes? Weil ich würde hier sagen Pommes. Nee, das sind Fritten. Wir sind Fritten. Das sind bei Belgien sind das auch Frit, ne? Ja, Fritten. ja. Und wir Aachener sagen auch ganz klar Fritten. Fritten. Pommes ist Ruhrgebiet. weit weg. Ja. Wir hätten gerne einmal Fritten mit Lütticher Soße, bitte. S'il vous plaît? Ja, wer hat sie denn nun erfunden? Die Fritten. Die Belgier waren zumindest schon mal eins der ersten Völker in Europa, die Kartoffeln angebaut haben. Man sagt, dass in der Region die Fritten entstanden sind, als die Fischer keine Fische mehr aus den Seen, aus den umliegenden Seen fischen konnten, weil alles vereist war. Okay. Und das alles natürlich immer frittiert worden ist. Und die kurzerhand auf die Idee gekommen sind, die Kartoffeln einfach in Scheiben zu schneiden, zu frittieren und voilà, die Fritte war Geboren. war geboren Ja. und entstanden. Also okay, also der Belgier soll die Fritte erfunden haben. Sagt man, ja. Sagt man ich hier in glaube, Belgien. ob das jetzt geschichtlich wirklich so hinterlegt werden kann, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Anekdote, Ja, die in der absolut. Region erzählt wird. Okay. Boah. Ja. Und er haut die Soße da drauf. Er meint es gut mit uns. Ich habe einmal Soße mit Pommes bestellt, glaube ich. Oder Fritten. Aber das muss Fritten. richtig triefen. Ja, ich sehe schon, das muss triefen. Und auch noch Mayo drauf. Ja, krass. Wir haben auch noch was vor. Genau. Merci. Merci bien. Merci. In Belgium, In Belgien frittieren wir sie zweimal. Beim ersten Mal bei 140 Grad, danach kühlen sie etwas ab. Und beim zweiten Mal werden sie bei 180 Grad frittiert. Okay. Und die besten belgischen Fritten werden in Rinderfett gebadet. Au revoir. Tschüss.
Tschüss. Das ist so sympathisch, ne? Dass die alle auch ein paar Worte Deutsch sprechen. Ne? Ja, komm, wir gehen ein Stückchen zur Seite. Bisschen süß, aber auch sehr zwiebelig. Also man muss Zwiebeln mögen. Aber ich finde es lecker, muss ich sagen. Aber ganz allein schaffe ich hier. Ist ja noch was fürs Team hier gleich über. Da könnt ihr euch freuen. Ne? Aber jetzt machen wir noch ein paar Meter erst. Ja, wir haben auch noch ganz schön viel vor. In Lüttich locken Kneipen, Museen und Galerien viele Besucher in die Stadt. Und hinter alten Mauern warten junge Brasserien mit selbstgebrautem belgischem Bier. Der Anblick. Was? Alter Belli. Und da gibt es keinen anderen Weg irgendwie? Nein, auf keinen Fall. Das ist der einzige Weg nach oben. Ich mach mal ein bisschen frei hier. Also 1, 2, 3 haben wir schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kann ja nur besser werden. Die Treppe führt von der Altstadt zu den höher gelegenen Wohnvierteln und hat eine Steigung von bis zu 30%. Anstrengend, nicht nur für Touristen. Weil hier wohnen ja tatsächlich die Leute, wie man auch sieht. Ja, genau. Wenn ihr Postbote bist, ist natürlich auch eine Nummer, ne? Ja, und also wenn man es mal so für sich prüft, wir sind echt außer Atem. Ja, ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass kein Wasser mehr zu Hause ist, Jo. die Milch alle. Kacke, ich habe die Milch vergessen. Ja, klar. Gebaut wurde die Treppe Ende des 19. Jahrhunderts, um den Soldaten der oben liegenden Zitadelle einen schnellen Zugang zur Innenstadt zu ermöglichen. Naja, schnell ist relativ. Aber es ist nicht mehr viel, das ist das Beruhigende. Ja, alles okay. klar. Endspurt. Ja, du hast gesagt Spurt. Ah, okay. Hast du den Turbo jetzt noch mal rausgeholt? Aber es hat sich gelohnt. Definitiv. Guck mal, also die letzten Meter, die lohnen sich wirklich. Also wenn Sie auf halber Strecke meinen, nee, komm, ich mache nicht mehr, doch, die letzten Meter, weil jetzt sieht man erstmal richtig alles. Ein tolles Schlussbild, könnte man sagen. Ja, weil passt auch jetzt, denn wir sind am Ende der Sendung. Ja, das freut mich. Können wir noch gemeinsam Tschüss sagen. Ja. Mit dem letzten Atem. Mit dem letzten Atem. Danke für den Besuch in der Wallonie. Ja, ein Dreiländereck, das uns atemlos macht, Ja. kann man so sagen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke an dich und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.